Jetzt, wo meine Kartoffeln nach der Arbeit endlich in den Ofen gekommen sind, Kühlschrank aufgemacht, keine Soße. Fuck. Heute zeige ich euch eine Variante, wie ihr nicht mehr in den Scheißladen gehen müsst und euch diese Fertigkacke kaufen müsst. Einfach mal daheim das Gerät anschmeißen oder den Besen in die Hand nehmen und das geht wirklich, wirklich einfach. Vertraut mir. Also, nicht mehr in den Laden gehen und die Scheiße kaufen. Ich habe ja schon ein Video zum Salatdressing gemacht, da geht es auch um Emulsion, hier genauso und ähnlich. Mayonnaise ist auch nichts Ungesundes, wenn man anständige Öle dafür hernimmt und in einem anständigen Maß das Ganze auch verzehrt und nicht übermäßig jeden Tag in sich reinfressen, die Kacke. Nee, ist alles nicht verkehrt, wenn man die richtigen Zutaten hernimmt. Du kannst verwenden entweder Eigelb, normale Milch oder Hafermilch. Ich werde heute das Extreme machen, ich werde euch eine vegane Soße machen, damit auch die Veganer hier gut vertreten sind. Die restlichen Zutaten sind immer dieselben, du brauchst eine Säure und Senf. Dann funktioniert ja schon die gesamte Emulsion. Das war's eigentlich, ja. Wir fangen mal an. Also wir brauchen ein Gefäß. Ich nehme statt Essig Zitrone oder Limette her. Einfach reinpressen. Ich habe jetzt eigentlich keine genaue Rezeptur dafür. Da würde ich euch einfach empfehlen, schaut es euch im Internet an, aber ich mache das nach Gefühl. Ist es zu flüssig, brauche ich mehr Öl. Ist es zu dick, brauche ich mehr Flüssigkeit. Na komm, da geht noch was. Ich mache euch übrigens 3 verschiedene Varianten heute für euch. Wir machen eine Chipotle-Mayonnaise. Dazu braucht ihr geräucherte Jalapenos. Ich habe das hier als Paste schon mal gekauft, da muss ich das nicht selber räuchern. Außerdem habe ich gar keinen Räucherofen. Und wir machen eine Sriracha-Mayonnaise, auch total geil zu den Kartoffeln. Und eine klassische, was auch nicht verkehrt ist. So, Senf und Zitrone ist schon drin. Machen wir mal weiter. Etwas Milch. Ich hoffe, mir reicht das Öl. Jetzt wird es ein bisschen laut. Wir mixen das einmal so durch, wie es ist. So, und dann wird das Öl reingeschüttet. So sieht das Ganze aus. Wie eine ganz normale Mayonnaise. Und viel braucht man dafür auch nicht. Genau, vielleicht könnt ihr hier nochmal reinschauen. Die Konsistenz ist super. Ist nicht flüssig. Genau wie wir das haben wollen. Und ja, jetzt einmal ganz kurz abschmecken die gesamte Geschichte. Mit etwas Salz, wer möchte auch Pfeffer, und dann teile ich das in 3 Teile auf. Ich habe mir schon ein bisschen was vorbereitet, weil ich keine Lust habe, hier vor der Kamera so viel zu kochen heute. Habe ich einmal schon mal was vorbereitet. Etwas schwarzen Pfeffer. Aber das macht ja am besten sowieso, so wie es euch gefällt. Schaut euch das an. Vegane Mayonnaise. Voila. Und ich teile das jetzt wieder auf. Für die Chipotle Mayonnaise. Ja, da müsst ihr rumprobieren. Also ich mag schon gern scharf. Wer es nicht mag, müsst ihr halt langsam angehen, die Sache.
Hier kommt die Sriracha-Mayonnaise. Die ist immer etwas flüssiger, weil ich da auch noch etwas frische Limette dazu gebe, um Limettenzeste. Wunderbar. Dann probieren wir mal die ganze Geschichte. Scheiße, ich werde mir bestimmt die Fresse verbrennen. Hammer. Gleich nachtippen. Lass es schmecken. So, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Es war ziemlich simpel, muss aber auch nicht immer alles aufwendig, schwierig und kompliziert sein. Also viel Spaß dabei und vergesst nicht, Daumen hoch und am besten sogar ein Abo dalassen. Ich freue mich gewaltig über jedes Abo, das gibt mir nämlich ein fettes Feedback. Bis bald!